Vor mehr als 70 Jahren wurde das erste Kapitel des Sozialismus in Deutschland begründet. Vor rund 30 Jahren wurde es vorerst beendet. Die DDR ist Geschichte. Es ist eine Geschichte, die mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges, mit dem Sieg über den Faschismus begann. Eine Geschichte über den Kalten Krieg und die Systemkonkurrenz zwischen Sozialismus und Kapitalismus. Seit 1990 wird ein düsteres Bild von der Deutschen Demokratischen Republik gezeichnet. Ein verzerrtes Bild, in dem sich viele ehemalige Bürger der DDR nicht wiederfinden. Ein Bild, das es den Bürgern der heutigen BRD erschwert, ein Verständnis für das Leben in der DDR zu entwickeln. Auch wenn man vereinzelt positive Aspekte hört, ist die vorherrschende Meinung über die DDR, dass sie letztlich eine Diktatur gewesen sei, die sich gegen die Interessen der Menschen richtete. Aber wie war das Leben in der DDR wirklich? Wie hat sich diese Gesellschaft organisiert und was hat das für den Einzelnen bedeutet? Wir haben mit 11 Menschen über ihre Erfahrungen gesprochen. Sie geben Einblicke in das andere Leben, das sie hatten. Es entsteht ein Bild, das dazu einlädt, mehr zu erfahren und tiefer in die Geschichte einzutauchen. Ich bin in die DDR aus 2 Gründen gegangen. Anlass war die Einberufung zur Bundeswehr. Es gab sogar einen Beschluss der sozialistischen Jugend in Hessen, sich dem Dienst in der Bundeswehr unter Nazi-Offizieren zu entziehen, dadurch, dass man in die DDR geht. Das war also durchaus ein Thema im Westen, aber auch im Osten. Ulbricht hatte zweimal erklärt, das hatte ich mir auch genau notiert und habe das als Argument auch in der DDR vorgebracht. Ulbricht hatte erklärt, wer den Dienst in der Bundeswehr entgehen will, ist in der DDR herzlich willkommen und kann hier arbeiten, studieren und leben. Ja, und das war eine wichtige Seite, aber für mich schon damals eigentlich nicht das Entscheidende. Entscheidend war mein Interesse an den sozialistischen Aufbau unter schwierigen Bedingungen, auch unter Bedingungen, wo ich sehr skeptisch war hinsichtlich der Solidität der Politik in der DDR, immer noch etwas geprägt durch die Erziehung im Geiste des Kalten Krieges. Das war schon das Entscheidende. Ich will in der DDR studieren. Ich würde gerne dabei sein und auch durchaus an verantwortlicher Stelle. Ich habe mir zunächst als Richter vorgestellt, da in der DDR arbeiten wollen. Es war ja dieses Stück Land hier, DDR, das war ja, hat ja keine Industrie, keine Schwerindustrie, Maschinenbau oder sowas gab es alles nicht. Rohstoffe nicht. Die mussten alle eingeführt werden. Ne? So, und das hat natürlich die Entwicklung natürlich streckenweise beschwert. Auch die Tatsache, dass wir als DDR ja die Einzigen waren, die Reparaturleistungen gegenüber der Sowjetunion geleistet haben. Ne? Davon ist ja der westliche Teil Deutschlands verschont geblieben. Da gab es sogar den Marshallplan. Ne? Das hatten wir hier alles ja nicht. Also wir haben hier wirklich von nichts aufgebaut. Die erste große Auseinandersetzung war der Volksentscheid in Sachsen. weiß ich jetzt nicht, 80-90%, die sich für eine Enteignung aussprachen in Sachsen, Überführung in volkseigene Betriebe. Gab es große Auseinandersetzungen. Es gab damals große Probleme. Viele Konzerne oder einige wenigstens hatten sich versucht, der Enteignung zu entziehen unter Vorspiegelung falscher Tatsachen.
Andere hatten Aktien und Patente klammheimlich in den Westen verscherbelt. Wieder andere haben praktisch die Produktion lebensnotwendiger Güter zum Erliegen gebracht. Oder aber das SPD-Ostbüro hat also in diesen Jahren zum Beispiel einen Zug mit Butter aus Polen umgeleitet nach Rostock, wo das Ganze dann vergammelt ist. Und die Bevölkerung in Leipzig hatte eben dann keine Butter. Das sind alles diese humanitären, in Anführungsstrichen, Aktionen dieser großen Freiheitskämpfer. Ja. Die Junker wurden enteignet. Alles das, was über 100 Hektar war, also es war nicht nur Junker, aber auch wurde enteignet, schon wegen der Größe, haben landarme Bauern, Landarbeiter und Flüchtlinge bekommen. Das System der Planung in der DDR war sehr komplex. Dieser verkürzte, prototypische Ablauf zur Erstellung eines 5-Jahr-Plans soll einen schematischen Einblick vermitteln. Um einen Plan zu erstellen, wurden gesellschaftliche Bedürfnisse ermittelt und wirtschaftliche Entwicklungsziele festgelegt. Bilanzierungen und Prognosen mitgerechnet, entwickelte die staatliche Plankommission hieraus einen Planentwurf. Dieser Entwurf wurde dann von oben nach unten allen staats- und wirtschaftsleitenden Organen, den Kombinaten, Betrieben, Gewerkschaften und Belegschaften übergeben, für die einzelnen Verantwortungsbereiche aufgeschlüsselt und zur Diskussion gestellt. Im Ergebnis dieser Diskussionen arbeiteten die Betriebe und wirtschaftsleitenden Organe neue Entwürfe für ihre Verantwortungsbereiche aus. Die staatliche Plankommission fasste diese Entwürfe schließlich zusammen und erarbeitete einen neuen Gesamtentwurf für die Entwicklung der Volkswirtschaft der DDR. Dieser Entwurf wurde dem Zentralkomitee der SED zur Beratung vorgelegt. Abschließend stimmte die Volkskammer über den Entwurf ab. Wurde der Plan angenommen, hatte er Gesetzesrang. Es war also die Planwirtschaft. So, davon müssen wir ausgehen. Alles, was passierte, war irgendwo geplant. Dafür gab es eine staatliche Plankommission. Und die haben die Pläne in die Bezirke, in die Kreise, in die Städte, in die Betriebe hinein verteilt. So, und jetzt stelle ich mir vor, ich bin jetzt Arbeiter in einem Kollektiv, in einer Brigade, kriege meinen Plan vorgelegt, was wir in den nächsten Monaten oder nächsten Jahr schaffen sollen. Erstmal war der Plan gesetzt. Man musste also alles tun, um diesen Plan zu erreichen, zu erfüllen. Zum Beispiel kann ich mich erinnern, dass unsere Nachtzuschläge nicht ordentlich bezahlt wurden. Da sind wir am nächsten Tag, als wir das erkannt haben, zu den Gewerkschaftsvorsitzenden gegangen. Und bei der nächsten Abrechnung war das wieder in Ordnung, ne? Das waren also Dinge, die sehr schnell geklärt wurden, aber es waren eben auch harte Bedingungen, ne? Und ich kann mich noch an den Mai 1955 erinnern, weil es da so furchtbar heiß war und wir an unseren Drehbänken schwitzten. Und es gab dann eine Betriebsversammlung, wo der Chef des Betriebes, Direktor hieß er wohl, weiß ich aber nicht mehr genau, anwesend war. Und ich habe auch vorgebracht, es geht nicht so, dass solche Temperaturen herrschen. Ja. Es muss was unternommen werden. Am nächsten Tag wurden oben die Fenster gestrichen und was weiß ich, da noch dies und jenes gemacht, damit diese unerträgliche Hitze in den Betriebshallen nicht da war. Also in meinem Lehrbetrieb, die Mitbestimmung, es war so, dass ganz kritisch mit dem Abteilungsleiter über die Arbeit gesprochen wurde, über die Aufträge,
über das Material. Da hat kein Mensch ein Blatt vor den Mund genommen. Es war möglich, unbefangen die Wahrheit zu sagen. Ich war ein kleiner Lehrling, ich habe das aber jedenfalls so wahrgenommen. Es gab da also monatlich einmal eine Versammlung der Mitarbeiter in der Druckerei und dann gab es auch große Versammlungen mit sämtlichen Mitarbeitern aus allen Abteilungen, Buchbinderei und Ähnliches. Und jeder konnte unbefangen alles sagen. Dinge, die für uns problematisch waren, die haben wir an die Betriebs- oder Gewerkschaftsleitung einer Schule oder späterhin dann auf anderer Ebene eben vorgetragen, mitgeteilt. Es gab auch mal eine Eingabe, ja, wenn dann, sagen wir mal, hat es Probleme, eine soziale Frage, Wohnung wurde gebraucht oder so, dann hat man sich eben an die Gewerkschaft auch gewendet und die hat dann versucht zu helfen. Wenn es nicht immer möglich war, war meistens schon. Und auf eine Eingabe oder auf ein Problem hast du mindestens in 14 Tagen reagieren müssen. Also das war so. Es kam da was auf den Tisch, dann bist du zu den Menschen und hast geredet mit denen und hast mit anderen gemeinsam eine Lösung versucht zu finden. Ne? Ich habe das kennengelernt, weil ich etliche Jahre als Staatsanwalt auch verantwortlich war für einen Großbetrieb in Hennigsdorf, 2 Großbetriebe, also unter dem Gesichtspunkt Arbeitsschutz, Arbeitsrecht, Arbeitsschutz, also der Partner. Hennigsdorf, die 2 Großbetriebe, jeder von denen Stahl- und Walzwerk und LEW, Lokomotiv, Elektrowerk, hatten je, ich glaube, um die 7000 Beschäftigte. War dort öfter mit der Gewerkschaft dort gesprochen, habe das dort miterlebt. Also was für Einfluss die Gewerkschaftsorganisation hatte, die Betriebsgewerkschaftsleitung, auf die Planung und auf die Lebensbedingungen im Betrieb. Über einen Kultur- und Sozialfonds entschieden hat. Da gab es einen Kultur- und Sozialfonds, gibt es ja sowas gar nicht. Ja. Wo soziale Maßnahmen und kulturelle Maßnahmen, finanzielle Mittel dem Betriebskollektiv zur Verfügung gestellt wurden und darüber mit entschieden wird, in den Brigaden entschieden wird. Gut, dass nun nicht jeder der Arbeiter davon Gebrauch machte und mitdiskutierte, das ist, ich sag mal, völlig normal. Du bist mehr als 8 Stunden am Tag im Betrieb. Das heißt also fast den ganzen Tag, solange es hell ist, bist du im Betrieb. Das heißt, dann 2/3 deines Lebens am Tag gehen im Betrieb ab. Das heißt, dann muss der Betrieb als solcher auch bestimmte Verantwortung dafür übernehmen. Es gehörte dazu, dass die meisten Betriebe ihren eigenen Kindergarten hatten. Dass die meisten Betriebe auch eine Sozialstation, sagt man heute, also einen Punkt hatten, wo ein Doktor war, wo ein Zahnarzt war, wo eine medizinische Hilfe stattfand, an die man sich wenden konnte. Ja, die hatten eigene Verkaufsstellen. Das und noch einiges mehr waren die Aufgaben eines Betriebes, die er neben seiner Planerfüllung leisten musste. Ja, also ohne soziale Leistung für die Beschäftigten ging gar nichts. Generell gilt natürlich, dass die Demokratie nicht vor den Betriebstoren in der DDR Halt gemacht hat, im Unterschied zur Bundesrepublik. Und du das auch gemerkt hast. Es waren ordentliche politische Diskussionen möglich. Es war eine umfassende Mitbestimmung in personalen und sozialen Fragen möglich. Auch in kulturellen Fragen gab es natürlich so etwas wie eine Gemeinschaft der Brigaden im Ansatz damals schon. Das wurde ja dann noch systematischer entwickelt, wo man doch den Betrieb auch mit zum Zentrum des gesellschaftlichen Lebens gemacht hat. Der Betrieb hatte eigene Polikliniken, größere Betriebe. Hatte eigene Ferienlager, beispielsweise hier in Saalfeld die Verkehrsbetriebe hatten das Eibacher Schloss, 3 Kilometer in dieser Richtung, als Ferienobjekt. Es war also ein anderes gesellschaftliches Leben im Betrieb und eine andere Bedeutung des Betriebes für die Menschen. Ich war damals sportlich engagiert und habe mich in meiner Freizeit sehr mit sportwissenschaftlichen Dingen befasst. Und im Rahmen meines Trainings hatte ich mir eine Zachung zugezogen und da kam ich auf die gute Idee,
ein separates Sportgerät zu Papier zu bringen für die Adduktoren und Abduktoren der Oberschenkel. Ich machte also meine Skizze, meine Zeichnung, und da es zu DDR-Zeiten das sogenannte Neurowesen gab, reichte ich diese Zeichnung und meine Einlassung in meinem Betrieb als Neurovorschlag ein. Damals war ich 24 Jahre alt. Und mein Neurovorschlag wurde dann, mir wurde als junger Mensch sozusagen Gehör geschenkt von namhaften Sportwissenschaftlern, und er wurde sportmethodisch für wertvoll befunden. Und so kam es zu meinem damaligen Patent, ohne Unsummen von Geld hinzulegen. Ich rede aus Erfahrung, ich weiß, was ein Patent heutzutage in der BRD kostet, und ich weiß, dass mir damals der Betrieb das alles abgenommen hat. Der Betrieb hat das Patent angemeldet, weltweit geprüft, und es wurden die Geräte gebaut. Also muss ich natürlich dazu sagen, wir haben nicht nur zusammen gearbeitet, ja, wir haben auch kräftig zusammen gefeiert. Ja, also wir hatten mal eine Zeit, da haben wir uns in bestimmten Abständen immer bei jemandem zu Hause getroffen. Ja, und haben da aber eine richtig ordentliche Fete gemacht und so. Also wir sind auch zusammen ausgegangen. Ja, tanzen und feiern, und also das gehört alles dazu. Jeder konnte seinen Lebensunterhalt bestreiten, wenn er arbeitete. Arbeit war per Gesetz gesichert. Der Arbeitsplatz war ihm per Gesetz gesichert. Nicht ein bestimmter, aber ein Arbeitsplatz, von dem man leben konnte. Ja? Und das wurde auch durchgesetzt. Das war ja in der DDR das Schöne. Also man musste nicht lange nach Arbeit suchen. Es wurde an allen Ecken gesucht nach Arbeitskräften. Und so habe ich dann als Kinomalerin 5 Jahre gearbeitet. Das ist ein Traumjob gewesen, also eine wunderschöne Arbeit. Geringen Lohn, also es gab ja keine Tarifverträge. Man hat nicht mehr verdient als die Frau oder der Herr, der im Kino Karten abgerissen hatte oder Toiletten sauber gemacht hat. Aber genau das fand ich eigentlich völlig korrekt, weil jeder tut das, was er kann und was er gut kann. Und die Entlohnung sollte eigentlich annähernd gleich sein, weil ja jeder seine Lebenszeit dafür hergibt. Und die Lebenszeit ist ja bei jedem gleich wertvoll, würde ich sagen. Der Umgang der Menschen untereinander war ein ganz anderer. Das hing einfach schon mit so banalen Dingen zusammen, dass jeder vom anderen wusste, in der Brigade, wie viel der verdient. Das war das Erste, was sie uns versuchten hier auszutreiben. Wenn du sagst, wie du verdienst, ist das ein Kündigungsgrund. Die Löhne waren gerecht, da gab es auch keine Unterschiede zwischen Mann und Frau oder sowas. Also ich bekam als Frau genauso viel Geld in der gleichen Lohngruppe wie ein Mann. Und man konnte auch darüber sprechen. Das war alles ganz selbstverständlich, ja. Das waren keine Geheimnisse. Der Direktor des Betriebes hat vielleicht das dreifache Gehalt eines normalen Arbeiters gehabt, vielleicht auch nur das Doppelte, so 1200 oder 1500 Mark. Es war also ein ganz anderes Maß an sozialer Gleichheit in dem Betrieb auch da, wie in der Gesellschaft überhaupt. Es ist eben nicht so gewesen, wie wahrscheinlich viele von der DDR annehmen, dass wir da stundenlang gesessen haben und Alkohol getrunken oder nur Kaffee getrunken haben und nichts gemacht hätten. Also in der DEWAG zum Beispiel wurde Leistung gearbeitet. Also wir hatten gewisse Normen zu erfüllen. Wir mussten also schon recht fix die Aufträge fertigstellen. Oder wenn wir zum Beispiel für die Leipziger Messe gearbeitet haben, also habe ich einfach eine sehr, sehr gute Erinnerung. Das waren die schönsten Arbeiten bei der Leipziger Messe. Da konnte man dann wunderbar die Stände und die Wände gestalten. Ja. Da haben wir auch immer im Team gearbeitet, meistens zu zwei, 3 Leute zusammen. Ja, da hatte man ja Termine, hatte man eine straffe Termine. Die Messe wurde ja dann eröffnet, ja, das musste ja fertig sein. Also man konnte da nicht stundenlang Kaffee trinken. Man hat Leistung gearbeitet. Das wurde dann auch dementsprechend honoriert. Also wenn man eben wirklich gute Leistung vollbracht hatte, die Qualität super war, die Zeit eingehalten wurde, dann konnte man auch mal eine höhere Lohngruppe dann beantragen und auch bekommen. Ja. Egal wie alt man war und egal wie lange man in der Branche war.
Also ich bin eigentlich ziemlich schnell hochgestuft worden von Lohngruppe 5 auf 6 oder umgedreht, ich weiß nicht mal, wie es war, sowas in der Art. Na gut, es wurde schon darüber diskutiert, warum arbeiten wir. Natürlich fürs Land. Und natürlich dafür, dass die DDR stark ist, dass der Sozialismus stark ist, dass das Leben sich immer mehr verbessert. Dafür und vor allen Dingen, dass man auch den Anspruch gerecht wird, dass der Frieden gesichert ist. Ja, also, und ich denke, dafür lohnt es sich zu arbeiten. Ich konnte nichts daran ändern, wie hoch mein Verdienst war. Ich nicht. Ja, also Menschen, die am Band gearbeitet haben, schon. Also dort, wo es um Akkordarbeit ging und so, da schon. Aber ich nicht. Mein Gehalt war immer gleich. Gut, das wurde dann mal erhöht, was weiß ich noch. Also es gab da auch so Stufen nach so und so vielen Jahren und kam dann was dazu und so. Aber mein Gehalt war immer gleich. Ja, aber mein Anreiz war schon immer, gut zu arbeiten für die Sache, die ich vertrete. Ich glaube, der Mensch, welcher mit seiner Hände Arbeit sich ernährt und seine Familie keine Bettelbriefe schreibt, Anerkennung und Respekt auf Arbeit im persönlichen Umfeld findet, das ist ein großer, wichtiger Punkt für das Menschsein und für körperliche und geistige Gesundheit und für die Würde des Menschen. Der Anreiz ist aus der gesellschaftlichen Orientierung. Also wir machen Sozialismus, wir bauen uns eine Gesellschaft, wo wir alle, wo unsere sozialen Probleme gelöst werden und wo wir gleich unter Gleichen sind. Und das bringt im Grunde genommen dann den Anreiz, auch arbeiten zu gehen. Das gilt aber nicht für alle. Es gab auch welche, die hatten keinen Bock, die haben versucht, die Lücken zu nutzen und mit manchen Schwarzmarktgeschichten ließ sich, glaube ich, schneller zum Ergebnis kommen, als mit harter Arbeit auf dem Bau oder in der Metallindustrie oder wo auch immer. Und da hätte man mehr machen müssen, um diese Lücken zu schließen. Von den Lebenshaltungskosten muss man erst mal sagen, dass es eine Art zweite Lohntüte gab in der DDR. Das waren die Dinge, die vom Staat entweder bewusst niedrig gehalten wurden oder regelrecht finanziell gestützt wurden. Finanziell gestützt wurden die Lebensmittel mit einem zunehmenden Anteil am Jahresbudget. Die wurden sehr niedrig gehalten, das war also sehr billig. Eine Straßenbahnfahrt in Leipzig kostete 20 Pfennig, heute kostet sie 2,40 Euro oder so ähnlich. Und für die Miete musste ich 2 bis 5% meines Gehalts aufbringen. Was der Mensch hat, das schätzt er nicht. Diese ganzen wundervollen Dinge, werden wir uns jetzt erst bewusst, was wir als gelebte Selbstverständlichkeit hatten. Solides Schulsystem, bezahlbarer Nahverkehr, bezahlbare Nahrungsmittel, bezahlbarer Wohnraum. Das sicherlich dann noch verfiel teilweise durch Fehlplanungen. Aber wir haben alle gelebt, ohne Verzweiflung, über den morgigen Tag, ohne Angst um den Arbeitsplatz. Wir konnten uns entspannt unseren privaten Dingen widmen und familiären Dingen widmen. In der DDR war eben dies und jenes auch Mangel und konnte nicht mit Geld da nun irgendwie auch gekauft werden. Ne? Das waren vor allen Dingen die PKWs, das waren Baumaterialien, das waren Südfrüchte. Da gab es echte Bedürfnisse, echte Interessen. Das bewegte auch die Menschen und einiges konnte man aus finanziellen Gründen schon gar nicht machen. Einiges war nicht so, wie es schien. Bei den Autos war es so, dass 70% der Familien ein Auto hatten und gleichzeitig betrug die Anmeldungszeit für Wartburg und Trabant 8 bis 10 Jahre,
glaube sogar zum Teil 12 Jahre. Ne? Da waren die Dinge in Wirklichkeit besser, als sie schienen. Und bei den Südfrüchten, Baumaterialien und einigen Mangelerscheinungen kam man einfach nicht voran. Ne? Das wurde zunehmend zu einem politischen Problem dann in den 80er Jahren. Also als allererstes muss ich mal sagen, dass ich noch nie in meinem Leben gehungert habe, weil es nichts zu essen gab. Freiwillig gehungert bei Diäten schon, aber nicht, weil es nichts zu essen gab. Wir hatten immer genug zu essen. Gut, es war nicht immer das große, dicke, fette Rinderfilet. Ja, wir sind auch manchmal eine Woche lang mit einer Fettbämme und einem Apfel in die Schule gegangen. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, dass wir eine ganz große Familie waren mit 6 Kindern. Ja, und was Konsumgüter angehen, vieles musste in der DDR zweimal erfunden werden. Oder ein zweites Mal, weil die DDR sowie die anderen sozialistischen Staaten aus der internationalen Arbeitsteilung ausgeschlossen war. Das war schon mal ein Grund, dass manches länger gedauert hat. Und waren wir auch verpflichtet, viele Sachen zu exportieren. Sonst hätten wir manches andere nicht importieren können. Die DDR war auch auf dem internationalen Handelsmarkt an vielen Stellen ausgeschlossen, indem man ihr ganz einfach bestimmte Sachen nicht verkauft hat. Also ich habe einen Mangel an Waren erlebt und das hat mich auch sehr geärgert. Das muss ich wirklich so sagen. Also ich bin nach Farbe rumgerannt, nach Werkzeugen. Auch Bohrmaschinen waren eine Mangelware oder kosteten ein großes Geld. Die Dinge, welche man brauchte, um die Haussubstanz, also die Wohnung und so weiter, in Ordnung zu bringen, die waren oftmals Mangelware. Das steht fest. Und man hat sich geholfen. Ich hatte damals mit meiner Frau eine sogenannte Ausbauwohnung, wo ich also die Wände innen verputzen musste. Die waren also im schlimmen Zustand. Da bin ich nachts losgezogen mit einer Kinderbadewanne und habe Sand geklaut. Das muss ich einfach mal so sagen, habe ich mir geholfen. Habe ich auch kein schlechtes Gewissen. Sand ist ein Naturgut, da wird nicht gemacht. Und da habe ich eine Kinderbadewanne mit Sand gefüllt für die Mischung, um meine Wände zu putzen. Also es hat mich sehr geärgert, es gab Mangel. Man musste allerdings, dort und dort gibt es was. Man müsse zur Handelsorganisation auf das Land fahren oder nach Berlin. Wir wussten, dass es irgendwo alles gibt. Es war bloß schlecht verteilt. Und das konnte einen wirklich in die Verzweiflung treiben. Ich bin auch der Überzeugung, dass es falsch ist, den Zustand der DDR als Mangelwirtschaft oder als Mangel an Waren darzustellen. Weil auch, wenn das ein bisschen komisch klingt, alle, die über den Warenmangel oder den Mangel an bestimmten Dingen reden, erzählen dann sofort die Geschichte, wie sie es denn bekommen oder organisiert haben. Und wenn man jetzt mal über diesen Widerspruch nachdenkt, etwas, wo ein Mangel ist, kann ich ihn auch nicht besorgen. Man kennt diese Geschichte, ja, da haben sie für D-Mark dann irgendwas besorgt, weil sie das hatten. Ich kann für kein Geld der Welt etwas besorgen, wenn es nicht da ist. Das heißt, eher ist die Diskussion zu führen, warum habe ich auf diesen nicht normalen Wegen Sachen, die nicht vorhanden waren, bekommen? Hätte man das nicht unbedingt besser organisieren müssen? Hätte man dort nicht schauen müssen, ist da ein Schwarzmarkt entstanden, den es im Sozialismus nicht geben darf? Muss man ihn viel stärker bekämpfen? Und zu der leidigen Bananenfrage muss ich so sagen, jegliche Bananen, Orangen, Clementinen würde ich eintauschen gegen soziale Sicherheit. Ich hatte keine Angst, aus meiner Wohnung zu fliegen, nie. Meine Wohnung war immer bezahlbar. Ich hatte keine Angst, meine Arbeit zu verlieren und dann ohne dazustehen.
Ich war nie gezwungen, mich von dem Geld über die Runden zu bringen und mein Kind, was mir der Staat zahlt, weil ich keine Arbeit habe. Und das ist eigentlich, das sind die elementarsten Dinge, die man braucht, um ein gutes Leben zu führen. Ja, muss ich sagen, ohne Bananen kann ich leben, aber ich kann nicht ohne Wohnung und ohne Arbeit leben. So, was natürlich kein Land dafür schützt, die Dinge so zu planen, so zu machen, so zu arbeiten, dass das Leben angenehm wird. Und angenehm wird es natürlich auch mit dem ein oder anderen Luxusgut. Ich möchte betonen, dass die DDR-Geräte für eine lange Funktion solide gebaut wurden. Man würde heute sagen, unkaputtbar. Und dass es die Möglichkeit gab, die Geräte zu warten und zu reparieren. Das war vollkommen selbstverständlich. Dass Geräte nicht ohne weiteres weggeworfen wurden, alles wurde repariert. Negative Zungen würden sagen, es gab ja nicht und. Aber es war definitiv keine Wegwerfgesellschaft. Das ist sozusagen das Problem. Bedürfnisse, gesamtgesellschaftliche Bedürfnisse festzustellen, danach einen Plan aufzustellen und den bis nach unten aufzuschlüsseln. So. Und ich sage, haben wir nicht optimal lösen können, aber eine Aufgabe, die jeder sozialistische und kommunistische Staat das Recht haben wird. Ja. Es ist schon so, dass auch im Rückblick die Aufgabe des Modells von Walter Ulbricht, dieses neuen ökonomischen Systems der Planung und Leitung der Volkswirtschaft, also die Einführung marktwirtschaftlicher Elemente in die Leitung der Volkswirtschaft, meiner Meinung nach zu großen Rückschlägen in der Wirtschaft der DDR geführt hat. Also ich halte das schon für eine grundlegende Frage überhaupt der Geschichte des sozialistischen Aufbaus, darüber nachzudenken, wie dieses Großexperiment in den 60er Jahren zu bewerten ist. Das Konzept war, Ulbricht hat das auch mal so in einen Artikel formuliert, die Betriebe, Kombinate im Sozialismus sind selbstständige sozialistische Gemeinschaften, die die Eigenmittel für ihre eigene Reproduktion erwirtschaften. Dieses, ich nenne es mal Experiment, neues ökonomisches System der Leitung und Planung, ist von der SED angefangen worden und dann wieder zu den Akten gelegt worden, und ich glaube aus gutem Grund, weil es der Versuch einer Marktwirtschaft im Sozialismus gewesen ist. Jeder, der sich damit beschäftigt, und es gibt ja ein paar, die darüber Bücher geschrieben haben, wissen, dass das den wirtschaftlichen Leitern eine übergroße Macht gegeben hätte und den politischen Einfluss der SED als Interessenvertreter der Arbeiterklasse zurückgedrängt hätte. Ich kann mich noch erinnern, bei uns durfte nichts teurer werden in der DDR. Fand ich toll. Fanden wir alle toll. Jeder Parteitag, da warten sie halt drauf. Was sagt er? Viele interessierte ja nur, was sagt er zur Verbesserung der Lebensbedingungen? So, da gab es etwas mehr Rente und so weiter und so fort. Aber nichts, was jetzt mal auch die Probleme brachte. Und erinnere mich, als diese Wohnung, da gab es eine Diskussion, ich glaube 87 oder so, 88, also jedenfalls, die Mieten erhöhen nach dem Einkommen. Wäre eigentlich nicht schlecht gewesen. Das war ich sag mal, ein richtiger Gedanke, aber hat keiner hier geschrieben. Ich hätte auch nicht hier geschrieben, ja. In der DDR waren die produktiven Investitionen in den 60er Jahren etwa bei 16 bis 21%. Unter Honecker
waren sie wohl 87 bei 9,7%, so in etwa. Ne? Und wenn du bestimmte Dinge da missachtest, der objektiven wirtschaftlichen Zusammenhänge, dann hat das Folgen für die ökonomische Stabilität und für den wirtschaftlichen Fortschritt. Und auch andere Maßnahmen, die unter Honecker getroffen wurden, waren nicht angetan, die wirtschaftlichen Probleme der DDR zu lösen. Zum Beispiel war es völlig unnötig, die vielen kleinen Betriebe, die noch in Privathand waren, nun zu staatlichen Betrieben, erst halbstaatliche und dann ganz staatliche Betriebe, umzufunktionieren. Gerade diese kleinen Betriebe haben viel dazu beigetragen, Versorgungslücken in der DDR zu entdecken und auch schnell und unkompliziert darauf zu reagieren. Und die Idee, die Günter Mittag hatte, die DDR praktisch von seinem Schreibtisch aus wie ein großes Kombinat zu lenken, die konnte nicht aufgehen. Also zumindest zur damaligen Zeit waren auch die Voraussetzungen für eine so umfassende Planung der Volkswirtschaft gar nicht vorhanden. Bilanz der ganzen Sache. Es gibt Fragen der wissenschaftlichen Durchdringung, der Erfordernisse des sozialistischen Aufbaus, die erst mühsam ertastet werden müssen. Das wusste man alles vorher nicht so ganz genau. Es gab keinen Fahrplan, den man nur abzuarbeiten hatte. Alle Probleme, alle Widersprüche, alle Mängel sind erkennbar und somit auch beseitigbar gewesen. Wenn der politische Wille da ist, wenn der Wille der Menschen da ist, kann man diese Probleme lösen. Die DDR war so angelegt, dass man das hätte machen können. Die Geschichte der DDR muss neu geschrieben werden. Das herrschende Bild verzerrt die Realität, verschweigt die Errungenschaften und komplexen Ursachen der Schwierigkeiten und Probleme. Gerade heute, in einer Zeit, in der die Lebensgrundlage zahlloser Menschen durch wirtschaftliche Krisen und Kriege bedroht wird, wo Armut und Perspektivlosigkeit bei gleichzeitig unvorstellbarem Reichtum wachsen, ist es an der Zeit, sich der DDR zu erinnern. Die Geschichte der DDR, die Erfahrungen ihrer ehemaligen Bewohner zeigen, dass eine andere Gesellschaft möglich ist. Sie zeigen aber auch die Widersprüche und Fragen, denen wir uns annehmen müssen. Nur so können wir die 40-jährige DDR-Geschichte wirklich verstehen und nur so den Weg für einen erneuten Anlauf zum Sozialismus in Deutschland ebnen. Wir haben einen kommunistischen Klärungsprozess angestoßen, der sich unter anderem genau diesen Fragen stellt. Die kommunistische Organisation kämpft für den Sozialismus und strebt die Klarheit und Einheit der Arbeiterbewegung in Deutschland und der Welt an. Die DDR ist die größte Errungenschaft der Arbeiterbewegung in Deutschland. Sich ihre Erfahrungen und Errungenschaften anzueignen, ist für all jene wichtig, die heute den Kapitalismus überwinden wollen.